Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute häkele ich mit dir diesen wunderschönen Windspinner im Granny-Style. Du brauchst ein bisschen Wolle, gute Laune und schon kann's losgehen. Für diesen schönen Windspinner im Granny-Muster brauchst du ein bisschen Wollgarn oder Wollmischgarn. Baumwolle ist eher nicht zu empfehlen, weil die sich aushängt und dann klappt die Spirale des Windspinners, die klappen dann so um. Und dann geht kein Wind mehr durch und dann ist das eher frustrierend. Es ist auch zu empfehlen, die Spirale, wenn sie fertig gehäkelt ist, ganz eng zusammenzudrücken und schön passend aufeinander zu legen. Aber das zeige ich euch nachher noch. So, was du noch brauchst, ist eine Schere und eine Häkelnadel. Ich habe hier eine 3,5er Häkelnadel und ja, zum Schluss für die Dekoration noch so ein paar Perlen oder Bommels oder du häkelst dir eine Blume dran oder ein Granny, ein kleines. Das bleibt deiner Fantasie ganz überlassen. So, und dann beginnen wir mit einer Luftmaschenkette. Ich habe mich jetzt hier für das rosafarbene Garn entschieden für den Anfang, aber das ist ja auch völlig egal und bleibt auch völlig deiner Fantasie und deiner Kreativität überlassen. Du kannst sie natürlich auch in allen anderen Farben häkeln. Ja, häkeln, genau. So, und für den Beginn der Luftmaschenkette mache ich mir hier immer so eine Schlaufe und so einen Knoten, indem ich das einfach so durchziehe. Und das ist mein Start. So, und dann Luftmaschenkette. Dürfte wohl klar sein jedem. Wenn nicht, ich zeige es hier nochmal ganz langsam. 6, 7, 8, 9, 10. Du machst jetzt 85 Luftmaschen. Das ist meine persönliche gute Länge für Windspinner, die ich gut finde. Du kannst ihn natürlich auch länger machen oder kürzer machen. Das bleibt auch ganz dir überlassen. Das ist ja freie Entscheidung. Das machst du jetzt so lange, wie du die Luftmaschenkette haben möchtest. Ich mache jetzt 85 Luftmaschen und ja, dann machst du das jetzt auch. So am Ende der Reihe angekommen, also ist ja noch keine richtige Reihe, es sind ja nur diese Luftmaschen, bei 85. Da wird dann aufgehört oder weitergemacht, wie du willst. Ich mache jetzt hier in die nächste Masche, es werden jetzt nur feste Maschen gehäkelt in diese Luftmaschen hinein. Ich überspringe hier praktisch diese erste, ja, das ist ja praktisch die Masche, ne? Und gehe in diese nächste Schlaufe hier oben rein und häkel eine feste Masche. So, und so geht es weiter, in jede Luftmasche eine feste Masche. So, und das machst du jetzt auch bis zum Reihenende tatsächlich. Und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Genau. Und dann mache ich hier die Schlaufe groß, denn der Faden wird jetzt abgeschnitten tatsächlich. Und wir fangen vorne am Anfang wieder an. Also am anderen Ende. So. So, und ich mache dann immer den Knoll da durch. Und habe das dann auch schön fixiert, direkt. Ja, was haben wir jetzt hier? Da ist ein Faden, der Anfangsfaden da reingekommen, gut. Okay, so, und dann zieht man die Schlaufe zu und dann ist der Faden auch gesichert, wird ja dann nachher vernäht. Du kannst die Fäden auch immer direkt gleich mit einhäkeln, wenn du das möchtest. So, ja, sieht aus wie so ein Ringelschwänzchen. Ich schneide jetzt den Faden ab. Und nehme mir jetzt das Fadenende oder Anfang gleich wieder. Und dann fangen wir jetzt hier vorne wieder an. Es wird dann immer hier wieder angefangen. Mit jeder neuen Reihe, die wir ja verschiedenfarbig machen, wird immer hier vorne angefangen. Das hat den Grund, weil du dann auf einer Seite die schöne Seite hast, die beim Häkeln entsteht. So kann man hier bei dem Windspinner schön sehen. Da siehst du, das sind alles ist die schöne Seite, ne? Halbe Stäbchen, ganze Stäbchen. So sieht die Rückseite aus und das ist nicht so wirkungsvoll. Ich sage immer, das ist die unschöne Seite, ne? Also und deswegen schneiden wir am Ende der Reihe
immer den Faden ab, ziehen den Knäuel durch und fangen dann vorne wieder an. Und jetzt fangen wir mit halben Stäbchen an. Die machen wir so, machen wir wieder eine Fadenschlaufe oder wie du das gerne machst. Und jetzt werden halbe Stäbchen gehäkelt. Du kannst natürlich hier am Anfang auch, wenn du das möchtest, lieber möchtest, 2 Luftmaschen häkeln für das erste, also als Ersatz für das erste Stäbchen. Ich mache das so, ich mache ein stehendes halbes Stäbchen, das geht so. Ich mache die Nadel unter den Faden, gehe nach hinten und da habe ich praktisch schon mein halbes Stäbchen drauf. So, und dann nehme ich mir mein Schweineschwänzchen hier und gehe hier vorne in die erste Masche hinein. Da muss man immer mal ein bisschen popeln. So, ziehe den Faden durch, die Masche durch und habe jetzt ja hier mein halbes Stäbchen drauf liegen. Ein ganzes Stäbchen wird man jetzt zweimal den Faden holen, aber wir ziehen den Faden komplett durch alle Schlaufen durch und haben so ein stehendes halbes Stäbchen gehäkelt. In dieselbe Masche häkelst du jetzt noch ein halbes Stäbchen. Die Maschen werden jetzt verdoppelt und so häkelst du in jede Masche ein halbes Stäbchen. In jede feste Masche aus der Vorreihe. So. Und das machst du jetzt auch bis zum Ende dieser Reihe. Und da siehst du schon, das kriegt schon so eine Kurve. Ist ja klar, weil jetzt die Maschen verdoppelt werden. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Wir wollen ja eine Spirale bekommen. So, einfach weitermachen bis zum Reihenende. Auch in die letzte Masche noch 2 halbe Stäbchen reinhäkeln. Ja, und dann geht es mit der nächsten Reihe weiter. So, da haben wir jetzt natürlich ein richtig schönes Ringelschwänzchen. Und jetzt mache ich wieder die große Fadenschlaufe, ziehe die Wolle durch und ziehe das so zusammen, wie vorhin auch, und schneide es ab. So, die ist jetzt erstmal erledigt, die Wolle. Jetzt fangen wir hier vorne an. Und zwar mit dem weißen Garn. Wir beginnen wieder mit einer Fadenschlaufe und machen einen Knoten. Also wie du das machst, bleibt dir überlassen. Ich mache das halt immer so. Und dann machen wir jetzt ein stehendes Stäbchen. Und zwar, ja, jetzt nicht gerade hier vorne in die nächste. Ja, das hier ist es so fummelig. Ich nehme dann die nächste Masche, weil da werden jetzt drei Stäbchen reingehäkelt. Ich muss beim stehenden Stäbchen erst hier den Faden holen, hier ein bisschen festhalten und fixieren mit dem Zeigefinger und fixiert lassen und dann ziehe ich den Faden durch und habe hier die 3 Schlaufen, wie eben bei den halben Stäbchen, nur dieses Mal mache ich zweimal ab. 1, 2 und habe dann so mein stehendes Stäbchen hier am Anfang. Du kannst alternativ auch 3 Steigeluftmaschen häkeln, geht genauso gut. So, und jetzt wird in diese gleiche Masche noch ein Stäbchen gehäkelt und noch eins. Also wie gesagt, 3 Stäbchen in eine Masche. Dann wird hier unten eine Masche übersprungen. Oben häkeln wir aber noch eine Luftmasche. Das gibt dann einen schöneren Zwischenraum für die nächste Reihe. Und ja, wie gesagt, hier die wird übersprungen und dann in die nächste Masche werden wieder 3 Stäbchen gehäkelt. 2 und 3. So, eine Luftmasche, hier unten eine überspringen, Faden holen, in die nächste Masche und Stäbchen häkeln. 3 Stück in die gleiche Masche. Ich denke, das dürfte jetzt klar sein. Eins mache ich noch, eine Luftmasche
hier unten eins überspringen, Faden geholt für Stäbchen zu häkeln, in die praktisch übernächste Masche einstechen, 3 Stäbchen häkeln. So, und das sieht man schon doch sehr schön, wie sich das Ganze zu einer Spirale eindreht. Ja. So machst du jetzt einfach weiter bis zum Reihenende mit diesen Dreierstäbchengruppen und ja, das machst du jetzt einfach so weiter. So, und da haben wir jetzt hier schon ein ganz schönes Gekringel, ne? Und sehr gut, unser Schweineschwänzchen ist gewachsen. Jetzt zieht man wieder den Strang, den Knäuel hier wieder durch die Schlaufe. Ich mache die ein bisschen größer. Zack, durch einmal. Und einmal zuziehen. Abschneiden, wie gehabt, wie vorhin auch. Weglegen und dann wieder zum Anfang des Ganzen gehen. Jetzt habe ich hier dieses schöne bärenfarbige Garn. Das ist ein toller Kontrast. Mache wieder meine Anfangsschlaufe und einen Knoten und mache jetzt wieder, arbeite mit stehenden Stäbchen weiter. Mit einem stehenden Stäbchen den Anfang. So wollte ich sagen. Und dann werden 4er Stäbchengruppen gehäkelt. So, eben hatten wir ja 3, jetzt machen wir immer 4. Hier den Faden wieder mit festhalten am Anfang. So. Und das stehende Stäbchen ist fertig. Du kannst auch natürlich, wie in der Vorreihe schon gesagt, alternativ 3 Steigeluftmaschen häkeln. Jetzt in die erste Masche auch wieder, also in dieselbe Masche, wieder ein Stäbchen, noch ein Stäbchen und noch ein Stäbchen. Also 4 Stäbchen jetzt immer, ne? Dann eine Luftmasche, wie auch in der Vorreihe. Und dann hast du ja hier diesen Zwischenraum. In den werden jetzt auch wieder 4 Stäbchen reingehäkelt. Und da kannst du einfach um die Luftmasche rumhäkeln. Du musst also nicht da irgendwie in die Masche reinpopeln. Denn ja, dann würde man auch ein Stück von dem Weißen noch sehen nachher in der Masche. Einfach umhäkeln. Halt, ich muss erst den Faden noch holen. Zack. So. 2, 3 und 4. Eine Luftmasche und 1, 2, 3 und 4. Na, wenn das mal nicht klasse aussieht. Schöner Kontrast. Das machst du jetzt bis zum Ende der Reihe weiter so. So, am Ende angekommen, zeige ich euch jetzt noch, wie man die letzte Dreierstäbchengruppe macht. Die häkelt man einfach hier hinten in die letzte Masche rein. So wie am Anfang in die erste Masche, häkelt man die hier hinten in die letzte Masche. So. 4er Stäbchengruppe, sorry, ich habe mich versprochen. So, genau. Jawohl. Und dann ziehen wir die Schlaufe wieder groß, führen den Knäuel durch und ziehen das Ganze fest. Ja, die Spirale wächst, wie man sieht. Faden noch abschneiden. Genau. So, ich gehe jetzt hier wieder an den Anfang und habe mir das rosafarbene Garn vom Anfang genommen. Ich arbeite jetzt wiederum eine Schlaufe und mache einen Knoten so. Und nehme mir da mein Häkelstück, mache wieder ein stehendes Stäbchen am Anfang hinein. Das habt ihr ja schon in der Vorrunde gesehen, wie das geht. Deswegen mache ich es jetzt ein bisschen schneller. Und jetzt wird in die erste Masche werden noch 4 Stäbchen reingehäkelt. Also insgesamt hast du dann 5 Stäbchen. Du kannst am Anfang natürlich auch wieder
3 Steigeluftmaschen machen. So, jetzt haben wir 4 und 5. Also wir werden ja immer größer. Und das ist jetzt auch die letzte Stäbchengruppenreihe. Ne? Dann machst du wieder eine Masche dazwischen und gehst hier in diesen Zwischenraum und häkelst dort 5 Stäbchen herum, um diese Luftmasche zwischen den Stäbchengruppen. So. Eine Luftmasche, 5 Stäbchen. Vier, 5. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil ihr wisst ja alle, wie Stäbchen gehen. So, 1 noch. 1, 2, 3, 4 und 5. Eine Luftmasche. Ja, und da sieht man schon, also wirkt dieses schöne Granny-Muster. Hier unten haben wir ja 3 Stäbchen, da haben wir 4 und hier haben wir jetzt 5. Und ja, und da sieht man auch schon, wie das nachher zum Schluss aufeinander gelegt wird. Denn das ist ganz wichtig und das wird dann platt gedrückt. Und dann hat man auch die schöne Spiralform und dass auch der Wind dazwischen gehen kann. Das ist ja ganz wichtig. So, das machst du jetzt bis zum Ende der Reihe und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Ich habe auch schon den Knäuel wieder durch die Fadenschlaufe gezogen und jetzt kann man den Faden abschneiden. Das mache ich jetzt auch. Und dann zeige ich euch schon mal, was jetzt wichtig ist. Das ist ja hier so ein Gewurstel, ne? Und wenn man den dann so hinhängt, da kann das sein, dass der Wind sich da gar nicht reinfindet und sich da rein, also praktisch der Teil zum Drehen bringt. Deswegen ist es zwingend notwendig, wenn man jetzt hier die Falten mal vernäht hat, dass man den von Anfang an mit der schönen Seite eindreht. Und zwar schön spiralförmig eindrehen. Ganz wichtig, schön so aufeinander legen und dem Ganzen auch so, ja, den Spielraum geben. Ich mache das jetzt mal so in der Hand. Weißt du, dann wird der auch akkurat. So, also ganz wichtig ist für den Effekt nachher, dass es auch funktioniert. Ja, das ist ein bisschen störrisch jetzt. Dass man den so schön aufeinander legt. Weil da haben Leute auch schon enttäuscht reagiert, weil das irgendwie nicht so funktioniert hat. Aber deswegen nochmal hier der Hinweis, schön aufeinander legen. So, gleich sind wir fertig. Mal gewurschtelt. So, genau. Ganz wunderbar. Ein sehr schönes, rundes Granny. Und dann drückt man den noch so ein bisschen platt. Und wenn man dann hochzieht, ihr seht das nachher draußen noch, ich werde es noch draußen zeigen, dann kann da auch schön der Wind reingleiten. So, jetzt müssen wir aber noch die Fäden vernähen. Dazu habe ich jetzt hier eine schöne Wollnadel. Die ist auch nicht so spitz am Anfang, also an der Spitze. Kann man sich auch nicht so leicht verletzen. Faden einfädeln und dann wird hier einfach so durch diese Maschen der Faden einfach lediglich durchgezogen. So ein bisschen da reinstechen, ein Stück durchziehen den Faden. Ja, Fäden vernähen können da wohl alle, ne? Und dann, also ich zeige euch das jetzt, wie ich das mache, ganz unkonventionell. Einfach hier so, zack,
Einmal hin, einmal her. Da kann man den schon abschneiden. Das ist ja jetzt kein Kleidungsstück, wo irgendwas aufgehen kann. Und den nächsten noch. Ja, und so machst du das jetzt auch mit den Fäden. Schön vernähen, dass alle verschwunden sind. Genau, und dann bist du wieder ein Stück weiter. Jetzt sind wir nämlich gleich fertig schon. Zack. Und zurück. So. Ja, das machst du jetzt. Und wenn du alle Fäden vernäht hast, geht es auch schon weiter. So, also man macht ja gerne an diese Windspinner unten ein paar Perlen dran oder eine Quaste. Ich habe mich hier dieses Mal entschieden, 2 Grannies zu häkeln. In der Größe reicht mir das jetzt. Gut, man kann es auch noch eine Runde größer machen. Könnt ihr jetzt noch die rosa Farbe auch so machen. Ich mache es aber jetzt so. Da bist du aber auch frei in deiner Entscheidung. Du kannst auch ein rundes Granny machen, aber ich fand es gerade irgendwie auch etwas geckig, ein eckiges zu machen. So, und da mache ich 2 von und die werden dann gegenseitig, also aufeinander gelegt, jeweils mit der schönen Seite und dann auch zusammen gehäkelt. Und die kann man dann unten so herum an den Windspinner dranhängen. Wie das gehäkelt wird, das zeige ich euch jetzt. Ich fange jetzt hier mit meiner rosa Farbe an, aber da bist du auch in deiner Wahl ja völlig frei. Ich mache mir hier so eine Fadenschlaufe. Jetzt war ich schon ganz verrückt. Ich wollte schon einen Knoten machen. So, mache mir hier so eine Fadenschlaufe. Dazu lege ich einfach den Faden ein bisschen länger. Warte mal. Rum. So, um 2 Finger und dann hole ich mir den Faden zum Häkeln. Und du siehst, der liegt einfach nur so wie so eine Schlaufe. Das geht genauso gut. Du kannst auch wie ein Magic Ring machen oder so, ne? Und dann mache ich da erstmal so 1, 2 Luftmaschen rein. Das sind Steigeluftmaschen. Genau, und jetzt kommt da noch ein halbes Stäbchen hin. Und noch eins. Wir legen nämlich jetzt die Ecken an für das Granny. Ja. So, also insgesamt mit den 2 Steigeluftmaschen ist es jetzt eine 3er halbe Stäbchengruppe. Dann häkelst du 2 Luftmaschen. Das ist die erste Ecke. Dann 3 halbe Stäbchen. So, und da sieht man schon die Ecke, ne? So ein bisschen. Und dann 2 Luftmaschen, kommt die nächste Ecke. Und 3 halbe Stäbchen. Kann man schon mal ein bisschen zuziehen und da sieht man schon, wie es eckig wird. Ja, und jetzt kommt auch schon gleich die nächste Ecke, also wieder 2 Luftmaschen und 3 halbe Stäbchen. Sieht immer erstmal kompliziert aus, ist aber wirklich kinderleicht. 2, 3. So, jetzt kommt noch die letzte Ecke. Ach, schön. Jetzt brauchen wir nur noch 2 Luftmaschen. 1 und 2. Und jetzt gehen wir hier in die obere der beiden ersten Luftmaschen hinein und schließen das Ganze mit einer Kettmasche. Ziehen hier den Anfangsfaden schön stramm. Machen hier eine Schlaufe. Halt, was hängt hier? Durch die kann man dann wieder den Knäuel durchziehen.
so wie auch bei den Farbwechseln vorhin. Du kannst aber Farbwechsel auch anders machen, da gibt es ja auch mehrere Methoden. Ne, also ich mache es jetzt einfach mal so, weil für eine muss man sich entscheiden. So, und dann ist das jetzt hier zu und gesichert. Da ziehen wir nochmal fest und so hast du ein schönes kleines Quadrat. Ich schneide den Faden ab. Jo, und jetzt kommt schon die nächste Farbe. So, ich habe mich jetzt hier für die Farbe Weiß entschieden, habe einen Knoten gemacht und auf die Nadel gelegt und werde jetzt mit einem stehenden Stäbchen beginnen. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Einmal mit der Nadel unter den Faden und hinten das Ganze hier festhalten mit rechts und zweimal durchschlingen. Dann hast du ein stehendes Stäbchen gehäkelt. Du kannst auch 3 Anfangs-Steigeluftmaschen häkeln, klar. Jetzt noch 2 Stäbchen in die Ecke. Gefolgt von 2 Luftmaschen. Gefolgt von 3 Stäbchen. Ja, jetzt werden Stäbchen gehäkelt. In der ersten Runde haben wir halbe Stäbchen gemacht, jetzt machen wir Stäbchen. So, und da ist die Ecke auch schon wieder ausgefüllt. Jetzt gehen wir gleich in die nächste Ecke. Wir häkeln eine Luftmasche. Und da häkle ich auch gleich den Faden mit ein. Du gehst hier in die Ecke, häkelst 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen. Den Faden häkle ich hier direkt mit ein. Dann kann man den auch schon abschneiden gleich. So. Immer wieder mal ziehen hier. So, jetzt kommt noch wieder eine Luftmasche. Und in die nächste Ecke 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Jetzt sind wir gleich schon fertig. Jetzt kommt wieder eine Luftmasche und in die letzte Ecke 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und jetzt noch eine Luftmasche. Und wir schließen hier in das obere Glied der Steigeluftmaschen, des stehenden Stäbchens aus der Vorrunde. So, und jetzt kannst du kannst jetzt hier noch mit Kettmaschen drüber gehen, bis in die Ecke. Du kannst aber auch den Faden gleich durchziehen. Machen wir es mal so. Und jetzt mache ich die Schlaufe wieder groß. Und einmal bücken. Machen wir ein Gewurstel. Zieh den Knäuel wieder durch. Und mach die Schlaufe zu. So, der Faden kann abgeschnitten werden. Und jetzt kommt der Farbwechsel. Jetzt habe ich das bärenfarbene Garn genommen und mache jetzt praktisch dasselbe wie in der Vorrunde. Auch wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und beginne in einer beliebigen Ecke mit einem stehenden Stäbchen. Da kann man auch direkt, sehe ich gerade, auch den Faden so mit reinschlingen. Dann ist er auch gleich
verhäkelt. So, 1, 2, 3 und du ahnst es schon, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Guck, hier häkel ich dann den Faden direkt mit fest. Dann kann der abgeschnitten werden gleich, ohne dass man ihn noch groß vernäht. So, 3. Den legen wir jetzt weg. Eine Luftmasche und dann hier in die Mitte. Kann man auch dem Faden noch so ein bisschen Spielraum geben. Drei Stäbchen. Eine Luftmasche und dann kommt die nächste Ecke. Und da kommen wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und weiter geht's. Also das machst du jetzt einfach bis du wieder hier angekommen bist. Dann machst du dann in das obere Glied des stehenden Stäbchens, womit wir angefangen haben, machst du einfach eine Kettmasche rein, ziehst auch den Wollknäuel wieder durch die Schlaufe und dann werden die Fäden abgeschnitten, die restlichen, die werden vernäht. Ja, und dann können wir schon ans Zusammenhäkeln gehen. So, jetzt habe ich hier 2 Mini-Grannies gehäkelt und habe auch die Fäden alle vernäht und schon abgeschnitten. Ich denke, das kann ja auch jeder. Und jetzt werden die, also das sind ja die unschönen Seiten, die Rückseiten, die werden jetzt so Rücken an Rücken aufeinander gelegt und dann wird es jetzt noch zusammengehäkelt. Und zwar nehme ich dafür hier meine beerenfarbene Wolle, mache eine Fadenschlaufe und einen Knoten, wie so oft. Und dann gehe ich hier erstmal so in dieses innenliegende Maschenglied des einen Grannies und in das andere innenliegende Maschenglied des anderen Grannies. Und mache eine Kettmasch. So, und da muss man gucken, dass man hier schön in der Reihe bleibt. Hier kommen die nächsten 2 innenliegenden Maschenglieder. Es werden eigentlich nur Kettmaschen gearbeitet. So. Na, da hängt ein Faden mit drin. So, immer schön darauf achten, in dieses innenliegende Maschenteil einzustechen. Schön locker. Nicht zu festziehen. Und Kettmasche. Ja, und dann kann man auch schon ein bisschen schneller werden, wenn man geübter ist. Das machst du dann auch bis zum Ende der Runde. Ne? Also gehst jetzt einmal hier so komplett rum in dieser Technik, bis du wieder am Anfang angekommen bist. Und das sieht doch ganz hübsch aus. So, jetzt habe ich das ja hier fertig. Habe hier noch ein Stück Faden. Den knote ich jetzt, also hier ist Anfang und Ende, ne, von meinen Kettmaschen. Und den knote ich jetzt einfach mal so zusammen. Den können wir nämlich jetzt auch dran lassen. Weil den nehmen wir jetzt einfach unten dran. So. Ich schneide das hier mal gerade. Da kann man jetzt noch ein paar Perlen auffädeln natürlich. Ne? Ich habe hier mal was vorbereitet oder ein Pompom oder ja, du kannst halt einfach auch machen, was du magst. Ne? Alles mögliche an Dekokram geht. Ich fädel hier gerade mal den Faden in die Nadel. So, und dann habe ich hier so ein paar Perlen mir schon mal rausgesucht. Ich nehme jetzt mal eine weiße.
Und was haben wir hier? So eine. Geht er da durch mit dem dicken Faden? Ja, das ist ein bisschen tricky. Na? Geht's? So, hier mit der Schere ein bisschen drücke. Na, irgendwie nicht. Naja, egal. Ist zu dick. Machen wir gleich. Die machen wir dann unten hin, die dünneren. So, aber ich glaube, die geht vielleicht. Einmal probieren. Ja. So, zack. Ist das natürlich hier wieder rausgerutscht. Machen wir noch eine hin. So, vielleicht die hier ist auch ganz schön. Na, ist auch ein bisschen tricky. So, genau, so finde ich das jetzt schon mal gerade ganz nett. Und so nähe ich das jetzt auch hier unten an der Unterseite fest. Und zwar hier so mittig. Wir können das auch nur mit einem Faden durchziehen und dann macht man einfach so einen Knoten mit der Hand. Das passt natürlich auch. So, direkt einen festen Knoten. Jawohl, den schneiden wir dann ab. Oh, das waren die Perlen. Das ist live, genau. So, dann kann man den so, genau, dann hängt das unten dran. Ach, wie schön, ach, wie nett. Und jetzt machen wir hier unten noch einen Faden durch und fädeln da auch noch ein paar Perlen dran. So, ich habe jetzt hier so ein Stück von dem bärenfarbenen Garn abgeschnitten. Da mache ich jetzt so 2, 3 Knoten, damit die Perlen nicht da drüber rutschen. Ja, so. Ja, machen wir lieber 3, dann ist auch safe. Fädeln wir jetzt hier den Faden drauf. Ja, so ein bisschen Deko-Kram ist immer schön. Und jetzt fädel ich da einfach ein paar Perlen drauf. Die kriegt man übrigens auch in Bastelläden ganz gut. Oder beim großen A. Ah, jetzt geht die kleine Perle auch drüber, weil dann nur noch ein Faden ist. Vorhin waren ja 2. Na, dies noch. Ja, bleibt sie hier. Ja, die machen wir oben hin. Ja, das haben Perlen so an sich, dass sie rollen. So, was haben wir noch? Die hier. Und noch eine weiße. Noch eine weiße. Genau, die tue ich schon mal weg. Und noch eine braune. So eine holzfarbene, das passt ja auch ganz gut. Und dann nähe ich das einfach hier unten dran. Was ist denn das hier für ein Dreck? So. Einfach so mittig dran. So. Mach hier so einen Knoten einmal gerade so hin. Schön stramm da dran. So. Und dann verhäkle ich das auch einfach so innen rein. Dann kann da auch nichts mehr aufgehen. Das ist alles so, wie ich das mache. Du kannst das natürlich auch immer auf deine Art und Weise festmachen, vernähen, fixieren, wie du willst. Ne? Ist klar. So. Und jetzt schneide ich das ab. Zack. Und hier unten den Faden schneide ich auch ab. An den Knoten.
So, zack. Und da haben wir ein schönes Gebammel für unten dran. Und wie der sich jetzt gleich entfaltet, zeige ich euch. Ich mache jetzt aber erst hier oben noch einen Faden zum Aufhängen dran. Und das ist auch ganz easy peasy. Ich schneide mir einfach ein Stück ab in gewünschter Länge. Fädel den auf die Nadel. Na, schon gespalten der Faden. Bisschen Anlecke geht auch immer gut. Also gibt's das? Nochmal gerade abschneiden. So, jetzt aber, mein Gott. Und dann mache ich auch hier so in die Mitte das rein, in dieses Innere. Und dann wird das einfach so ein Stück reingezogen und mit die Nadel ziehe ich dann wieder raus und mache dann hier oben einfach einen Doppelknoten rein. Dann sehe ich ja mal, wie lang der sein wird, wenn er dann draußen hängt, und dann kann ich das ja immer noch korrigieren. So, ne? Und noch ein Stück abschneiden. So. Und wie der sich jetzt entfaltet, das zeige ich euch jetzt gleich draußen. So, also hier bist du jetzt Zeuge der wunderbaren Entwicklung des Windspinners. Ich habe den da an so einen Haken in Katzennetz gehängt, sehr praktisch, wenn man Katzennetz hat. Und hier unten hängt das kleine Granny dran mit den Perlen. Genau, und wichtig ist halt, dass man die schön glatt aufeinander legt, akkurat die Spirale, und dann nochmal so ein bisschen mit der Hand drauf drückt und platt drückt, und dann sieht das Ganze so aus. Einfach langsam runtergehen. Wunderschön. Da hat es dann ein bisschen Tempo drauf gekriegt. Dann kann man den noch so ein bisschen raffen. Ja, und da dreht sich dann auch schon das Granny und natürlich auch der Spinner. Jetzt geht natürlich auch gerade etwas Wind. Ganz toll. So sieht es dann so ein bisschen aus, wenn man von oben drauf hält. Herrlich. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses schöne Teil nachzuarbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich drehe mal so ein bisschen dran. Und ja, mir ein Like da lässt, mich weiterempfiehlst, mein Video vielleicht teilst an Freunde oder Freundinnen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Mal auf meinem Kanal gibt es immer wieder mal was Neues. Ja, und dafür sind wir ja da, ne, um schöne Sachen zu vermitteln. Also, viele Grüße und viel Spaß.